I'm not crazy. My reality is just different from yours. Have fun. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr, dem Quatsch-Simulator oder dem Gesprächssimulator. Wir sind auf dem Weg zur Beerdigung, müssen aber noch ein paar nervige Leute loswerden. Ich dachte, ich könnte mich außen rumschleichen, aber nichts da. Oh, nicht schon wieder so ein großer. Die gehen mir langsam so auf den Geist. Ohne Worte. Komm ab jetzt. Was? Level 16? Ja, genau. Ach was. So, das war's mit Level 16. Komm mal ab jetzt. Wieso kann ich denn... Achso, das ist keine Ausrede. Das ist was mich gerade ein bisschen nervt. Autsch. Hey. Der kann natürlich immer gleich zuschlagen. Jetzt habe ich gerade wie so ein Berserk auf meine Leertaste geprügelt. So. Ich bin kleiner als du, ich bin gemeiner. So. Tja. Ich wusste jetzt nicht, wann es triggert, deswegen habe ich jetzt hier wieder reingestartet. Damit ihr auch mal sehen könnt, mit was man sich hier so rumschlägt. Merkwürdigen Individuen. So, dann gehen wir mal rein. My dear sister, I don't know if I have the strength. Oh, der tut mir so leid. Der hat es halt nicht erkannt, weil das... Was geht hier schon wieder ab? Hallo, Kollege. Jesus. Jesus, come on, hau ab jetzt. Ja, ich bin ja schon dabei. Lass mich doch mal hier Kopf machen. Typisch Frau. Es ist nicht schwer, was die wollen. Sie wollen sie verspeisen. Ja, ich bin dabei. Im Moment, ich räume die noch kurz aus und dann können sie wieder raus. So, let's go. Jetzt haben wir wenigstens den Vorwand, nicht sofort zur Beerdigung zu müssen. Kommst du? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay. Tschüss. Sonst immer gleich irgendwie gefühlt eine halbe Stunde quatschen, aber der jetzt gar nicht. Die ist bestimmt der Endboss. Ach, come on. Jetzt kommen sie aber aus ihren Löchern gekrochen. Halleluja. Das ist gewünscht, dass sie beim Essen machen. Das krümmeln wir uns auch immer. Ja, genau, jetzt kommen noch 3. 2, keine Ahnung. Und irgendwie die immer so schön warten. Level 15, läuft. Der Grabstein war teuer, den Size, die Kollege. Oder eher nicht, weil der ist ja irgendwie tot. Oh. Komm, hau ab jetzt. Ah, Gott, nochmal. Beide erwischt. Ich finde es schön, dass man nicht geschlagen werden kann, wenn man den anderen weiß. So, jetzt aber Schluss hier. Ah, falsche Taste. Egal. Okay, nächster. Oh,
Oh Mann. Wahrscheinlich hat er gerade wieder meine Maus draufgeklopft und gesagt hat, der Säcker. Oh. Sorry, schreiben Sie es auf meine Rechnung. Lass mir den Grabstein umlernen. Jetzt 5 Schillinge. Der wollte bestimmt einen drauf machen. Oh. I Hast have du gehört? thirst for blood. So, gehen wir mal weiter. Noch eine Leiche. Wir sind jetzt auf dem Friedhof. Mich würde es ja nicht wundern, wenn wir die Leiche von dem anderen finden würden. Von dem... Oh, komm, jetzt mal wieder. Nein, geh weg. Ah, sag mal schnell, von dem Schützling, von dem Priester, von dem Verrückten, der irgendwie alles brennen sehen will. Hübsche Kerl da. Witwe Nöten. Oh, schon wieder erledigt. Die will ja nicht mehr mit uns reden, die wollte ja nur zum Friedhof. Wo sind wir denn jetzt hier hin zum Kuckuck? Sind wir zum Kreis gelaufen? Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Okay. Wir müssen einen Platz suchen, wo wir nicht sofort gesehen werden. Weil wir unserer Mutter nicht begegnen wollen. Oh, wir haben einen gefunden. Schön. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Ich fühle mich wie ein Heuchler. Sie war gutherzig selbst. Mhm. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson.
what I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Und scheiß Jonathan, tut mir so leid. Man spürt richtig seine Verwirrtheit und seinen Drang, mit der Situation klarkommen zu wollen, aber trotzdem irgendwie überfordert damit zu sein. Na gut, wem von uns würde es nicht anders gehen, plötzlich aufzuwachen in einem Grab und feststellen zu müssen, dass man... Komm, fuck off. Wie die mal sofort zuschlagen können, ist so ein Scherz. Nein, nicht killen. Komm, hau ab, du da hinten bist mir gerade sowas von Wumpe. Ach was. Ich vergesse immer, dass wir das nicht machen können, weil wir keine Ausdauer haben. Ich wundere mich dann immer, warum sich nichts tut, wenn man auf den Knopf drückt. Klar, wenn keine Ausdauer da ist. Schluss jetzt hier. Wahnsinn. Ich will doch nur in die Kirche gehen. Ach stimmt, es ist der Sperrstunde. Deswegen greifen die wahrscheinlich jeden an, der nachts unterwegs ist. Also überleg mal, da ist ein alter Opa, der jetzt unbedingt zu seinen Freunden... And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? What the hell? Na, Kleiner? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Okay. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Okay. Ja. Wenn die sich streiten, haben wir wenigstens Ruhe. Ach komm on. Ich finde das faszinierend, dass wir Leute, die 5 Level über uns sind, ziemlich easy wegmachen können. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil sonst wäre das nämlich mega anstrengend hier, aber... Ja, Scheiß mit Lustig. Ja, die mich da oben auch tot sehen wollen, ist mir das so ziemlich relativ, was da oben passiert. Ganz ehrlich. Sollen sich gegenseitig abschlachten, ist mir wurscht. Ich bei meinem Glück darf sowieso dann gegen den Gewinner kämpfen. So, schauen wir mal. Kirchen sind ja angeblich immer Tag und nachts offen. Dann mal rein. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour.
No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Brauche keine Gesellschaft, brauche niemand durch Anwalt. Ja. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Meine Worte... I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sie war meine Schwester, es war jemand, der mir viel bedeutet hat. Spielt keine Rolle. Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet, sie wurde zur Ruhe gebettet, es war ein Unfall. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich verantwortlich, sie ist meinetwegen Stammfisch, ich könnte alles vergessen. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Ich will den Verantwortlichen finden, ich schwöre, ich war es nicht, bitte verzeih mir. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Na super, jetzt muss ich wieder durch die ganzen Spacken durch. Erschöpfung, okay. Good evening, Doctor. Can I help you? Ich weiß es nicht. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ja, und diese Ansichten gibt es leider immer noch. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Ganz sicher nicht. Aber ich wollte... Nee. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ach, der Psychoprediger ist da hinten schon wieder. Der mit dem nicht reden, der ist doof.
Ich habe so das Gefühl, na gut, ich werde wahrscheinlich mit dem wieder reden müssen, wenn wir seinen Adjutanten gefunden haben. Wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich kommt der wohl gefressen. Die Tür wurde aufgeschlossen. Schön. Dann folgen wir mal der lustigen Straße. Was ist denn hier passiert? Ohne Scheiß, die gehen mir langsam echt ein bisschen auf den Sack. Niemals! Ich tue nur so. Ich bin ein besorgter Bürger und sie sehen aus wie ganz schlimme Menschen und sie müssen vernichtet werden. Was ist das? Was geht hier ab? Autsch. Was ist das denn? Aua! Aua! Ich werde mit dem Stock geschlagen. Was ist das denn hier? Das ist mir in der Schule ja noch nie passiert. Aua. Scheiße. Komm, hau ab jetzt. Aua! Alter, im Stock verprügelt hier. Der ist echt anstrengend, der Kerl. Ah! Entschuldigung. Oh, solche Leute sind so nervig, ehrlich. Ich stelle mich irgendwie auch gerade echt dämlich an. Ich glaube, ich renne einfach vorbei. Ich will jetzt nicht mit denen kämpfen, ich will wissen, wie es in der Geschichte weitergeht, Herrgott, noch eins. Das ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich will nicht mit denen kämpfen, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. So, und tschüss. Wahnsinn. Die Fressgeräusche sind echt der Hammer. Komm, lass mich in Ruhe. Ach komm mal, Leute, ich will jetzt nicht mit euch spielen. Spielt mit dem anders. Wahnsinn. Ich burn dich auch gleich. Hau ab jetzt, lass mich in Ruhe. Was ist hier los? I remember you. Oh. Hallo, mein Freund. Du siehst ja interessant aus. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Eh? You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Hä? Okay. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Kann ich sehr gut noch So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Ja. Was geht hier schon wieder ab? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard.
Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Okay. Dann hau raus, Kollege. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Okay. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Okay. Ich bin schon wieder in einzige Hoffnung. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Das ist auch so, ich werde sie alle beschützen, da haben sie nicht ganz unrecht. Sie werden nicht angreifen. Wir hätten ihn doch essen sollen. Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Ach ja, wunderbar, der trostlose Heilige des East End. Aber wie wir ihn zur Strecke bringen werden letztendlich, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, Leute.